Einige Wörter mit dem Buchstaben G am Ende des Wortes hören sich in der Aussprache so an, als wäre am Ende kein Buchstabe G, sondern der Buchstabe K. So ein Beispielwort wäre der Tag. Hier hört sich in der Aussprache das G wie ein K an. Es wird aber in der deutschen Rechtschreibung mit einem G am Ende geschrieben. Es gibt noch viele weitere Wörter, die genau das gleiche Problem haben. Wenn wir uns zum Beispiel die Wörter genug, klug oder auch Tag anhören, käme man sehr schnell in die Versuchung, diese Wörter am Ende mit K zu schreiben. Nun haben wir aber zur Ermittlung der korrekten Rechtschreibung die Möglichkeit, diese Wörter, seien es Nomen oder auch Adjektive, zu steigern. Ohne diese Gegenprobe ist es unmöglich zu ermitteln, mit welchem der beiden Buchstaben das Wort geschrieben wird. Mit Gegenprobe meine ich die Verlängerung, also die Steigerung von Adjektiven oder auch Nomen. Beispiele für die Verlängerung oder auch Steigerung von Adjektiven wären klug, klüger, günstig, günstiger, traurig, trauriger, genug, genügend. Und das letzte Beispielwort der Steigerung von Adjektiven wäre schräg, schräger. Nun kommen noch zwei weitere Beispieladjektive zum Schluss, von denen wir nun denken können, werden sie nun mit dem Buchstaben G oder K am Ende geschrieben. Durch die Gegenprobe, die wir zuvor durchgeführt haben, in Form der Steigerung von Adjektiven, erkennen wir, dass das Wort stark in der Verlängerung stärker geschrieben wird. Also wird dieses Wort schon einmal mit K geschrieben. Nun noch einmal zwei unterschiedliche Adjektive in der Aussprache mit jeweils einmal dem Buchstaben G am Ende und einmal
mit dem Buchstaben K am Ende. Genug. Stark. Würdet ihr nun ohne Gegenprobe hören können, wie diese Wörter am Ende geschrieben werden? Nun hört euch das letzte der Adjektive einmal an, ohne auf das Dokument zu schauen, und sagt euch selber vor, ob es mit dem Buchstaben G oder mit dem Buchstaben K geschrieben wird. Schlank. Die Gegenprobe, die wir hierfür zuvor benutzen, funktioniert auch sehr gut mit Worten, die dann am Ende tatsächlich den Buchstaben K zeigen. Schlank, schlanker. Auch mit Nomen kann man genau das gleiche Verfahren der Gegenprobe zuvor durchführen. Probieren wir die Gegenprobe bei den Nomen auch gleich einmal aus. Der Weg, die Wege, der Zug, die Züge, der Krug, die Krüge. Wenn ihr das Dokument nun nicht sehen würdet und würdet nur hören, was ich nun sage, wie würdet ihr die beiden Nomen schreiben? Am Ende des Wortes mit einem G oder mit einem K? Das Werk, der Schrank. Die Probe zuvor bringt es ans Licht. Das Werk, die Werke, der Schrank, die Schränke. Und liebe Freunde, wir haben genau dasselbe Problem, wenn es um Verben in der deutschen Rechtschreibung geht. Er fragt, wir fragen. Was genau habe ich nun zur Ermittlung der Endung des Verbs getan? Um nach dem Plural von diesem Verb zu fragen, habe ich das Pronomen wir vorangestellt, damit ich danach auch fragen kann. Nun die Gegenprobe mit dem Verb. Er fragt. Wir fragen. Sie erträgt. Wir ertragen. Sie sagt. Wir sagen. Liebe Freunde,
Es wäre nicht die deutsche Sprache, wenn wir hier bei den Verben nicht das gleiche Problem hätten. Nun hört euch das letzte Verb an. Sie denkt. Wir denken. Hier bei den Verben ist es tatsächlich auch unerheblich, ob es sich zuvor im Singular des Verbes um ein Personalpronomen er oder sie oder es handelt. Ein Beispiel noch zusätzlich. Er denkt. Wir denken. Sie denkt. Wir denken. Es denkt. Wir denken. Liebe Freunde, liebe Zuschauer, schreibt man das kleine Wort seid in der deutschen Rechtschreibung nun mit D am Ende oder mit dem Buchstaben T am Ende des Satzes? Wenn ihr das nicht wisst, dann helfe ich euch sehr gerne mit diesem Video.